Ein ausgeklügeltes Nahrungssystem sowie Werkzeuge sind ein wichtiger Bestandteil in Siedler-like-Spielen und lassen sich daher nicht streamlinen. Okay, mit dieser kleinen, nicht ernst gemeinten Spitze werfen wir in den heutigen Explorer News einen genaueren Blick auf ein echtes Nahrungssystem inklusive dessen Funktion. Dafür schauen wir uns die Fischerhütte und Marktstände an und reden über die neue Taverne, durch die es ebenfalls möglich sein wird, an neue Siedler für eure Entdeckerfeldzüge zu gelangen. Während wir uns in den letzten Explorer News noch mit dem Kampfsystem und der Landeserweiterung beschäftigt haben, um den RTS-Part am Spiel herauszuarbeiten, kehren wir heute wieder zur anderen großen Säule von The First Explorers zurück, nämlich der Wirtschaft in eurer Siedlung. Zum Early Access Start werdet ihr, wenn ihr mit euren Booten an einer neuen, fremden Insel anlandet, zunächst nahrungstechnisch auf Fisch, Beeren und Brot zurückgreifen können. Alles nun Folgende bezieht sich dabei auf die sogenannte erste Weilerstufe, eine von 3 Entwicklungsstufen eurer Siedlung, durch die ihr nach und nach weitere Gebäude und Technologien freischaltet. Nahrung ist ein wichtiges Element im Spiel und ganz klassisch essentiell, damit eure Minen arbeiten können. So stehen euch zu Beginn direkt ein Beerensammler sowie die Fischerhütte zur Verfügung, um erstes Essbares für eure Siedlung zu beschaffen. Alternativ baut ihr über Getreidefarmen, Windmühle und Bäcker eine etwas komplexere Produktionskette, um an Brot zu kommen. Diese gehorteten Beeren, Fische und Brote werden fortan altbekannt an eure Minen geliefert und diese euch dafür im Gegenzug mit Rohstoffen wie Kohle, Eisen oder Gold versorgen. Soweit so die Siedler, so weit so bekannt. Damit endet das Nahrungssystem in The First Explorers aber noch lange nicht. Denn alternativ zu Minen werden eure produzierten, gepflückten oder gefangenen Rohmaterialien an Marktstände geliefert, von denen es zu Beginn 3 Stück geben wird. Einen für Fische, einen für Beeren und einen für Brote. An diesen Marktständen können die Bewohner eurer Häuser einkaufen und mit diesen Zutaten Gerichte kochen, die wiederum in 2 Varianten daherkommen. Da hätten wir zum einen einfache Gerichte, die zum Beispiel nur einen Fisch benötigen, oder anspruchsvollere Gerichte, die zum Beispiel zusätzlich zum Fisch Beeren benötigen. Was genau hergestellt werden soll, sollt ihr später dann in den Häusern selbst festlegen können. Solltet ihr dann im weiteren Spielverlauf in die Dorf- und noch später in die Stadtstufe aufsteigen, werden hier weitere höherwertigere Varianten hinzukommen. Diese hergestellten Gerichte werden fortan an Produktionsgebäude wie zum Beispiel das Sägewerk geliefert, um deren Cooldown zwischen einem gesägten Baumstamm zu verringern. Denn nach so einer anstrengenden Arbeit muss man auch mal kurz eine Pause machen. Dabei verstärkt ein höherwertigeres Gericht diesen Effekt natürlich nochmals. Sprich, eure Produktionsgebäude kommen im Gegensatz zu Minen auch ohne Nahrung klar, lassen sich aber mit in ihrer Effektivität steigern. Minen hingegen fordern zwingend Nahrung, um zu funktionieren, benötigen aber keine gekochten Gerichte, sondern geben sich mit den Rohmaterialien, also Beeren, Fischen und Broten zufrieden. Neben den Produktionsgebäuden wird auch die neue Taverne mit gekochten Gerichten versorgt. Sie stellt neben dem Hafen und den Karawanen die dritte Möglichkeit im Spiel dar, um an neue Siedler für euer Vorhaben zu kommen. In der Weilerstufe verfügt diese über 3 Tische, an denen gegessen werden kann und somit 3 Gerichte gleichzeitig verarbeitet. Durch die gelieferten Gerichte werden hier Reisende verköstigt, die sich daraufhin eurer Sache anschließen. Simple Gerichte, die also aus einer Grundnahrung hergestellt wurden, bringen euch dabei einen neuen Siedler. Höherwertigere direkt 2 und so weiter. Alternativ und völlig davon losgelöst, wenn ihr zum Beispiel extreme Engpässe bei der zur Verfügung stehenden Nahrung habt, erhaltet ihr auch über die schon angesprochenen Karawanen oder den Hafen neue Einwohner, müsst hierfür aber über einen völlig anderen Produktionszweig früher oder später Münzen produzieren. Dazu aber im Detail in zukünftigen Explorer News mehr. Wer gar nicht genug von The First Explorers bekommen kann und zudem den Dev unterstützen möchte, der kann sich noch bis zum 6. Dezember ein limitiertes Explorer-T-Shirt sichern. Um dieses zu erhalten, müsst ihr bis zum Fristende das neue Tribunus-Level auf Patreon abonnieren und erhaltet somit außerdem eine exklusiv signierte Dankeskarte sowie exklusivere Einblicke in die Entwicklung des Spiels. Natürlich werdet ihr aber auch bei mir in den Explorer News weiterhin umfassend in die Welt der ersten Entdecker eingeführt. Also gerne Abo da lassen, wenn ihr da Bock drauf habt, und bis zum nächsten Mal.